Schon mal von einer aktuellen Geburtsurkunde gehört? Ich hatte das noch nie gehört, bis ich in einige deutsche Behörden laufen muss, um irgendwelche Dokumente vorzubereiten. Hallo Leute, ich bin's Mercy und schön, dass ihr es zugeschaltet habt. Jedenfalls, heute ist das Thema Geburtsurkunde. Ich vergleiche immer noch die afrikanische Kultur bzw. die kenianische Kultur und die deutsche Kultur. Und zwar in einige deutsche Büros oder einige Behörden, wenn du hingehst, wollen die immer Geburtsurkunde. Und zwar der Geburtsurkunde soll am besten oder darf nicht älter als 6 Monaten. Ich bin ja schon seit einige Jahre und ich habe jetzt zum dreimal neue Geburtsurkunde beantragen müssen. Und zwar, weil ich in irgendwelche Behörden bin oder im Büro, da wo sie sagen, neue Geburtsurkunde bzw. eine aktuelle Geburtsurkunde, die nicht älter als 6 Monate sein darf. Und dann denke ich mir, eigentlich wurde nur einmal geboren und eigentlich meine Geburtsurkunde, die damals erstellt wurde, musste eigentlich noch gültig sein. Konnte man meinen, aber nein, die wollen eine aktuelle Geburtsurkunde, die nicht älter als 6 Monate sein darf. Warum auch immer. Und ich finde es auch irgendwie lustig, weil wenn du in solchen Behörden bist, es reicht nicht eine Ausweis oder eine Aufenthaltsgenehmigung und obwohl in Aufenthaltsgenehmigung eigentlich alle Daten stehen, das reicht oft nicht. Du musst dich noch, Personalausweis musst du nochmal vorzeigen und du musst noch dazu eine aktuelle Geburtsurkunde. Und das ist irgendwie für mich sehr, sehr seltsam, weil bei uns zu Hause oder bei mir in Kenia braucht man eine Identitätskarte und in dieser Identitätskarte benutzt man für alles eigentlich, praktisch alles. Wenn du Identitätskarte hast, brauchst du kein anderes Dokument. Wobei, die haben mittlerweile sozusagen eine Steuernummer eingeführt seit einigen Jahren. Das heißt, mittlerweile diese Steuernummer hat praktisch die Identitätskarte ersetzt. Aber in Deutschland brauchst du Identitätskarte. Du brauchst, wenn du ein Ausländer bist, du brauchst nicht nur deine Aufenthaltsgenehmigung ist sozusagen deine Identitätskarte. Das reicht aber nicht. Du brauchst diese Aufenthaltsgenehmigung, du brauchst deinen Pass, du brauchst, in vielen Fällen brauchst du noch Geburtsurkunde. Und dann denke ich, wie immer, ich verstehe die deutsche Bürokratie nicht, weil eigentlich du kannst keinen Personalausweis beantragen, wenn du keine Geburtsurkunde hast. Oder du bekommst auch keine Aufenthaltsgenehmigung, wenn du keinen Ausweis hast. Deswegen diese Dokumente, die sind irgendwie alle miteinander irgendwie verbunden, aber kein Dokument kann das andere ersetzen. Wo ich denke, meine Güte, muss ich das verstehen? Und wie gesagt, mit der Geburtsurkunde, ich finde immer erstaunlich, dass sie sagen, der Geburtsurkunde darf nicht älter als 6 Monate, obwohl eigentlich Geburtsurkunde wird, zumindest bei mir daheim, in der Regel nur einmal erstellt. Und bei uns zu Hause, zumindest damals war es so, dass die Geburtsurkunde wird nicht zur Geburt erstellt, sondern man muss das beantragen. Und zwar oft, zum Beispiel bei mir beantragt man das, wenn man in die 8. Klasse, da wo man die sozusagen Nationalprüfung macht, da musst du dich irgendwie ausweisen. Davor brauchen Kinder nicht, warum auch immer. Also in der 8. Klasse hatte ich das, damit ich mich anmelde für eine Prüfung, hatte ich Geburtsurkunde gebraucht und dann wurde das erstellt. Und seitdem hat es für alles andere Formalitäten gereicht. Nur in Deutschland hatte diese Geburtsurkunde nicht gereicht für verschiedenste Büros. Das ist meine 3. Urkunde und wenn es blöd läuft, muss ich bald wieder eine neue erstellen. Warum auch immer. Also so viel zum Thema aktuelle Geburtsurkunde, als ob man jedes Mal geboren wird. Oder eigentlich, ja, bei Christen gibt es Neugeborene, ich bin nicht so und deswegen, ich bin zwar nicht neugeboren, aber ich habe immer wieder aktuelle Geburtsurkunde. Lustig, wie ist es bei euch in eure Heimatländer oder wenn du aus Deutschland kommst, würde mich sehr interessieren, wie das bei euch gemacht wird. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!